Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Dennis aka Fragrance noch aus Hamburg. Ihr wisst Bescheid. Ja, heute zeige ich euch meine 5 Signaturdüfte. 5 Signaturdüfte. Normalerweise hat man einen, aber wenn man so viel Düfte hat wie ich, ist das nicht möglich, einen zu haben, sondern da hat man mehrere. Wenn man sich überlegt, dass ich über 900 Düfte habe, dann sind 5 noch entspannt. Aber das sind eben die Düfte, die sofort Klick gemacht haben. Ich war sofort verliebt, sofort begeistert. Meisterwerke in meinen Augen. Und natürlich gibt es noch andere Meisterwerke. Ich weiß, ich werde mein Top 10 for Life machen müssen. Irgendwann, es fällt mir so schwer bei so vielen Düften. Und ja, auf jeden Fall, das sind schon mal 5. Ob die natürlich bei Top 10 for Life, das sind jetzt aktuell meine Signaturdüfte. Deswegen ist ja ein Top 10 for Life so schwierig. Gut, wäre ein Top 10 for Life aktuell, weil, ja, ich kann ja nicht in der Zukunft schauen. Wahrscheinlich wären die schon dabei. Da kann man eigentlich von ausgehen, sage ich mal schon mal. Dann fehlen noch 5, das ist schon schwer genug. Und ja, ich fange gleich mal an, aber bevor ich die euch vorstelle, für alle Neuen, drückt die Glocken, genau, drückt die Glocken. Die könnt ihr natürlich auch drücken. Welche Glocken ist euch natürlich selbst überlassen. Ich hoffe, ihr drückt die richtigen Glocken. Und nein, drückt die Glocke, bleibt hier, abonniert meinen Kanal, weil hier seid ihr auch definitiv auf den, ja, ich wollte gerade sagen, Glockenspiel-Kanal. Nein, auf den richtigen Kanal. So, Leute, wir fangen jetzt mal an, bevor wir abschweifen hier. Dior Homme Parfüm, ja. Das ist ein absolut genialer Duft. Leder, Rose, Iris von allerfeinsten mit Beast Mode Haltbarkeit über 15 Stunden auf den Klamotten, über eine Woche. Wirklich geil, aber darum geht es nicht. Einfach der Geruch. Dieser Duft ist einmalig in meinen Augen und ja, schon lange mein Signaturduft und das wird auch immer bleiben. Das ist ein Duft, der für mich auch der beste Flanker ist von Dior Homme, mit Abstand, und das ist einfach genial. Die Rose habt ihr nur, ja, man nimmt die schon wahr, aber durch die Pudrigkeit der Iris ist das ein bisschen entspannt und zurückgenommen. Und ich finde auch den Flakon geil und ja, das ist einfach ein Monster. Kostet ein bisschen mehr, aber dieser Duft hat es verdient und das ist für mich ein Meisterwerk. Im Designerbereich einer der besten Designer, die es eigentlich gibt. So, der nächste, tatsächlich ein Creed Royal Oud. Leute, ich habe immer schon gesagt, und alle, die natürlich das erste Mal jetzt heute hier auf meinem Kanal sind, wissen das nicht, aber alle kennen mich. Das war für mich immer der beste Creed von, ja, den ganzen Düften. Nicht Aventus, nein, der hier, der Zederduft, holzige Zederduft. Oh, einfach ein Traum, wo ich den das erste Mal gerochen habe. Ich habe den 2015 gekauft. Hier, der ist auch noch von 2015. Soll verwässert worden sein. Ich möchte gar nicht die aktuelle Version riechen, deswegen behalte ich diesen so gut wie es geht. Und das ist ein Traum. Das ist ein Macherduft, ein CEO-Duft auch. Und ich sage immer so ein bisschen mit so einem leichten Zigarren-Touch. Und ich finde den absolut nice. So einen leichten Tabak-Zigarren-Touch. Das ist schon geil. Der Zeder und dann das Holz. Ein Meisterwerk in meinen Augen und richtig genial. Da ist die Haltbarkeit übrigens bei 8-9 Stunden ungefähr. So, jetzt kommen wir zu einem, ja, das wisst ihr, es ist ein, ich sag nur mal, was drin ist, dann wisst ihr schon, was kommt. Und da kennt ihr mich natürlich. Das ist eigentlich der Duft schlechthin, für mich immer noch Honig, Tabak, Vanille. Natürlich, Naxos von Xerjoff. Ja, die alte Version noch hier, die auch Tage auf den Klamotten hält. Und, oh, das ist so geil. Das machen wir natürlich nicht, das überlasse ich anderen. Aber das ist geil. Das ist einfach, und der ist für mich auch nicht out. Also Leute, hört nicht auf andere, die dann sagen, der ist out oder den rieche ich überall. Genau. Und ich habe den übrigens noch nicht einmal irgendwo gerochen, nur mal nebenbei. So, und das heißt schon viel. Ich habe den noch nicht gerochen, genauso wie man riecht Aventus, okay, das weiß ich, aber den hier habe ich noch nicht woanders gerochen. Und weil man das ja immer so schön sagt und ja, ich finde das immer ein bisschen lächerlich. Aber
Das ist so ein leckerer, süßer Honig-Vanille-Tabakduft, richtig nice. Und mit Naxos, auch in der neuen Version, macht ihr nicht so viel falsch. Richtig geiler Duft. So, der nächste, Profumum Roma Acqua di Zucchero. Auch sofort verliebt. Wenn ihr den aufschreibt, müsst ihr aufpassen auf den Klamotten, dann seht ihr richtig das Öl, richtig stark und Orange, Orange, Orange und Früchte-Cocktail. Und süß. Einer der geilsten süßen Düfte, die es überhaupt gibt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ich finde das Einzige, ihr bekommt da sogar einen kleinen Sprüher dazu, damit ihr den abfüllen könnt und mitnehmen könnt. Braucht ihr nicht, weil der hält ewig. Und leider ist der Deckel, ihr dürft ihr nicht, das ist nichts Besonderes, leider. Ihr müsst auch aufpassen, der könnt gut verbiegen. Und das hier ist auch nicht so schön. Es ist einfach, dass hier das Öl so ein bisschen, der Sprüher könnte besser sein für die Zukunft. Ich hoffe, das wird irgendwann mal geändert. Aber sonst ein Meisterwerk, absolut nice. Und da liegt die Betonung auf nice, wie der Taukemann so schön sagt. Und ja, oh, der ist absolut, wer Orange, Orange, Orange haben möchte, aber andere Orange, ich rieche hier nicht von Orange Flamingo, der übrigens sehr geil ist, da wollen wir gar nicht reden, aber Orange Flamingo ist einfach noch was anderes. Hier habt ihr die Süße, die Vanille, so Vanille, Orange und Früchte. So müsst ihr euch den Duft füllen. Absolut geil. So, und zu guter Letzt, ja, der ist neu reingekommen und ich hoffe, dass ich ihn auch richtig ausspreche. Farmacia Annunziata, wie auch immer, Whisky Nobil. So, und dieser Duft ist ein absoluter Traum. Also, bisschen holzig, würzig, Kaffee und eben Whisky. Absolut nice. Und der Sprüher ist geil, der könnte nur ein bisschen mehr weitersprühen. Oh, das ist so ein männlicher, geiler Duft. Die Süße und diese Würzigkeit und dann dieser Whisky-Touch mit Kaffee ist absolut nice. Und auch hier, ihr seht, richtig schöner, geiler Flakon. Hier ist übrigens auch Oud drin. Oud habt ihr natürlich auch am Start. Aber für Leute, die jetzt kein Oud mögen, ist oder könnte dieser Duft auch wirklich was sein. Und das sind die Düfte, da bin ich begeistert. Da bin ich schwerst begeistert. Alle diese Düfte. Und, wow. Oh, das sind auch übrigens alle gute Hyperkeit. Er ist im Endeffekt der Schwächste. Aber sonst auch hier gute Hyperkeit und gute Ausstrahlung. Und der liegt hier gerade so geil in der Luft. Das ist einfach auch ein Meisterwerk, ein Traum und ja, sehr geil. So Leute, das waren meine Signaturdüfte. Es ist immer ein bisschen schwierig, ich könnte auch noch ein, zwei dazu nehmen, aber dann hat man nachher so viel Signaturdüfte und dann macht das auch keinen Sinn. Das sind auf jeden Fall so die 5, die wirklich, wo ich einfach verliebt bin, wo ich immer noch extrem verliebt bin. Wie gesagt, der ist neu dazugekommen, richtig genial, richtig nice. Und ja Leute, das war's. Schreibt mal rein, was ihr für Signaturdüfte habt oder Signaturduft vielleicht auch nur, wenn ihr nicht so viele Düfte habt. Und das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann, ja, sehen wir uns bald wieder. Also reinhauen.